People often ask me how I became interested. Ich werde oft gefragt, warum ich mich als Mathematiker für Gold und Geld im Allgemeinen interessiere. And that's a story which goes back to my maternal grandfather. Dies geht auf meinen Großvater mütterlicherseits zurück. Er war ein Ingenieur, Absolvent der ETH, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Er machte seinen Abschluss im Jahr 1862. He graduated in 1862. And I never knew him. He died, Ich habe ihn leider nicht gekannt. Er starb 3 Jahre bevor ich geboren wurde. Aber alle sagten mir, ich sei ihm sehr ähnlich. A lot of characteristics from him. And one of these was Eine seiner Leidenschaften war das Wirtschaften. Er erbte Land in Ungarn, fruchtbares Land, geeignet für die Landwirtschaft. Sein Bruder verwaltete das gesamte Gut, aber mein Großvater interessierte sich immer sehr für die Wirtschaft und die Führung des Landguts. But he was always very interested in the economic side, the management side. When he graduated from the technical school in Zurich, nach seinem Abschluss an der ETH Zürich kehrte er nach Ungarn zurück, wo er für die Regierung als Architekt arbeitete. Er baute im ganzen Land öffentliche Gebäude, Brücken, Viadukte und andere ähnliche Projekte. They were building public buildings, bridges, viaducts and other things of that nature all over the country. He married late, he was already 40 years old. Er heiratete spät, erst mit 40, und hatte mit meiner Großmutter 8 Kinder. Seine Kinder wurden alle in verschiedenen Orten in Ungarn geboren, weil mein Großvater jedes Mal umzog, wenn ein Projekt beendet war und er irgendwo ein anderes zu beginnen hatte. The reason is that my grandfather was moving when he finished a project here. He had to start another project somewhere else. So he was quite wealthy, not exorbitantly wealthy. Er war also ziemlich wohlhabend, nicht übermäßig reich, aber gut situiert. Er bewahrte sein Vermögen. He did not let the children, when they grew up, to take over. Als seine Kinder erwachsen wurden, erlaubte er ihnen nicht, das Vermögen zu verwalten oder Unternehmer zu werden. Start their own project and own management. So the war came in 1914. 1914 brach der Krieg aus und einer seiner Söhne, der denselben Namen trug wie ich, Antal, war Kadett in der Militärakademie, wo er zum Berufsoffizier ausgebildet wurde. He was a cadet at one of the military schools, training to be an. Er diente in der Luftwaffe, damals eine revolutionäre technische Neuerung. Im Jahr 1915 waren die Flugzeuge jedoch nach unseren Maßstäben noch sehr primitiv. Die Propeller waren aus Holz und die Tragflächen mit Zeltplanen bespannt. And he volunteered. He was only 17 years old. He volunteered and trained to be. Mein Onkel war nur 17 Jahre alt, als er sich freiwillig zum Dienst an der Front meldete. Er machte wie seine Kameraden seinen Akademieabschluss vorzeitig und wurde als Aufklärungsflieger ausgebildet. Service on the front, he was flying reconnaissance missions over Italy. Er flog Aufklärungseinsätze über Italien und wurde dort mit seinem Flugzeug abgeschossen.
von den Italienern gefangen genommen und in ein Gefangenenlager gesteckt. Graduated from the school and went through this training for the new Air Force, and my uncle was barely 17 years old when the plane he was flying, mind you, we are in 1915, those airplanes were very primitive. I know, for instance, that the propeller was made of wood, and there were canvases covering the wings, and it was just something very primitive by our standards. And infantry fire got him, and the plane was forced to land. My uncle, 17 years old, was wounded and of course captured when they landed by the Italians, and they put him in prisoner camp. And although the wound may not have been too serious in itself, seine Verletzungen mochten nicht allzu schlimm gewesen sein, aber die Feldlazarette waren damals sehr primitiv und Hygiene ein Fremdwort. Unter diesen Umständen hatte er keine Chance. Er starb in Ausübung seiner Pflicht und die Familie meines Großvaters brachte ihr größtes Opfer für ihr Land. Das Leben eines sehr begabten Menschen. Mein Onkel soll sehr begabt gewesen sein. Er konnte unter anderem auch wunderschön zeichnen. I was told that my uncle was very gifted. He was drawing beautifully and so on. Well, that was a very great sacrifice, but it wasn't all, because the government... Es blieb nicht bei diesem Opfer. Die damalige Regierung zwang das Volk, alle Ersparnisse in Kriegsanleihen anzulegen. Their savings into war bonds. And my grandfather was very liquid. Mein Großvater hatte flüssiges Geld. Nach dem Tod seines Bruders hatte er das Landgut verkauft, weil er angestellten Gutsverwaltern nicht traute. Der Zeitpunkt kurz vor dem Krieg war jedoch sehr ungünstig. Danach besaß er Bargeld, das er auf Sparkonten anlegte. Directors to manage the estate, so they decided to sell. Very poor timing, by the way, just before the war, and so they were liquid in the sense that they had cash, and the cash was put into savings banks, and to show the economy-mindedness of my grandfather. Mein Großvater war sehr bedachtsam, was sein Vermögen anbelangte. Ich erinnere mich, dass er mehrere Sparkonten besaß, bei vielleicht bis zu 5 Sparkassen. Und er prüfte deren Bilanzen sehr genau. Wenn ihm nicht gefiel, was er sah, überwies er sein Geld an eine andere Sparkasse. Dann brach der Krieg aus. Die Regierung ordnete an, dass jeder, der Geld auf Sparkonten hatte, zwangsweise Kriegsanleihen zeichnen musste. Nach dem Krieg waren natürlich diese Kriegsanleihen wertlos, denn das Geld war nichts mehr wert. The war bonds were worth zero. The money has lost its value, as you know. Austria-Hungary. Wie Sie wissen, hat Österreich-Ungarn, das Land, in dem mein Großvater lebte und arbeitete, den Krieg verloren. Und er verlor nicht nur seinen Sohn, sondern auch sein Vermögen. Er war mittlerweile über 80 Jahre alt und regelmäßig ging er von Sparkasse zu Sparkasse, um zu sehen, wie es um seine Konten stand.
Aber seine Konten existierten natürlich nicht mehr, weil das Geld all seinen Wert verloren hatte. He periodically went from savings banks to check how his accounts were. But the accounts, of course, didn't exist anymore because the money disappeared. And in one of these savings banks, the In einer dieser Sparkassen versah der Angestellte das Sparbuch mit dem Stempelaufdruck ungültig. Natürlich verstand der alte Mann das nicht. Wollte er danach eine dieser Sparkassen aufsuchen, ging immer jemand der Familie voraus und warnte die Angestellten. Bitte seien Sie freundlich zu diesem alten Mann. Er versteht nicht, was los ist. Bitte tun Sie so, als existiere das Konto noch. Bitte stempeln Sie nicht ungültig in sein Sparbuch. Er wird es nicht verstehen. Und so geschah es. The people, please be kind to this old man. He doesn't understand what's going on. So pretend, please, that the account still exists. Don't punch his savings book, passbook. He won't understand. So please, and this is what happened, actually, I was told. Well, that's what happened. Mein Großvater besaß auch einige Goldmünzen, aber das war ein Tropfen im Ozean, verglichen mit dem Vermögen, das er verloren hatte. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht, aber ich konnte nie verstehen, warum meine Eltern am Anfang des Zweiten Weltkrieges, trotz der Erfahrung ihrer eigenen Eltern, ebenfalls keine Goldmünzen besaßen. Ich erinnere mich nur an eine einzige, eine 10-Kronen-Münze. Sie hatten auch keine Erklärung dafür, als ich sie fragte. They didn't have any gold coin either. Or just one, I remember, a 10-crown piece. So with this kind of background, you might understand that I, as a young boy of age 11, deshalb beobachtete ich während des Zweiten Weltkriegs interessiert das Geschehen. Ich konnte trotz meiner 11 Jahre sehen, wie das Geld täglich an Wert verlor und dass jene, die Goldmünzen besaßen, in der Lage waren, ihr Vermögen zu retten. Wer kein Gold hatte, verlor alles. Lost everything. So these were my early impressions. Das sind meine Kindheitserinnerungen und sicherlich ein guter Grund, darüber nachzudenken, warum Papiergeld einfach so seinen Wert verlieren kann. And how is it that paper money can lose its value just like that? And in the generation of my parents, it happened twice. Meinen Eltern widerfuhr das zweimal. 1922/23 und nochmals 1946/47. Das ist meine Geschichte, mein Hintergrund. This is the story. This is the background.